Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen Zwetschgenkuchen mit Hefeteig und Streuseln. Dafür als erstes einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 175 Milliliter lauwarme Milch dazugeben und alles mit einem Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Als nächstes die Hefe-Milch-Mischung zusammen mit 350 Gramm Weizenmehl und 50 Gramm weicher Butter in eine Rührschüssel geben und dann mit einer Küchenmaschine für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Wenn das erledigt ist, den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls etwas bemehlen, mit den Händen leicht flach drücken und dann mit einem Nudelholz auf die Größe eines Backblechs ausrollen. Den ausgerollten Teig anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech heben. Wer mag, kann zusätzlich noch einen Backrahmen drumherum platzieren. Es klappt aber auch ohne. Und dann mit einem Küchentuch abdecken und für etwa 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen etwas vergrößert hat. In der Zwischenzeit können wir die restlichen Zutaten vorbereiten. Für die Streusel 250 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm Zucker und 100 Gramm kalte Butter in kleine Stücke geschnitten in eine Rührschüssel geben und mit den Händen für 2 bis 3 Minuten verkneten, bis daraus ein krümeliger Streuselteig entstanden ist. Außerdem habe ich hier noch 1,25 Kilogramm Zwetschgen mit einem Messer halbieren, den Kern herausholen und dann alle Zwetschgen in Viertel schneiden. Nach etwa 45 Minuten können wir den Hefeteig dann belegen, die geviertelten Zwetschgen einfach nebeneinander in den Teig drücken, bis der komplette Teig mit Zwetschgen bedeckt ist. Zum Schluss noch die Streusel auf dem Kuchen verteilen und so kommt das Backblech in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 25 bis 30 Minuten, bis die Streusel eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Den fertigen Kuchen anschließend aus dem Ofen holen, auf dem Backblech etwas abkühlen lassen, dann können wir den Backrahmen entfernen. So sieht der Zwetschgenkuchen dann aus. Jetzt nur noch in Stücke schneiden und dann am besten noch lauwarm mit etwas geschlagener Sahne servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.